6 Monate später. Der Lippenstift-Mörder. Okay. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose at the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Okay. So, und somit herzlich willkommen zurück zu LA Noire. Wir sind hier stehen geblieben. Wir sind jetzt befördert worden und arbeiten für das Morddezernat. Und ja. Do you have the address? It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. Ja. Und wir haben direkt unseren ersten Fall, unseren ersten Mordfall. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir das genauso gemeistert bekommen wie die anderen Fälle vorher. So. So. Und los. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Are we any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. So, dann sind wir eigentlich schon da. Ich muss jetzt hier nur noch einmal zum Pudding fahren. Crime scene is just up the dirt road, detective. So. Schauen wir uns das mal an. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. Get used to it, Phelps.
Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Ja, ja, die Presse, ne? Okay. Sie ist nackt. Erstmal ein Kaffee, ne? Wir haben es ja jetzt momentan 8:31 Uhr. Mann, 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 ich bin fleißig. Übrigens, neue Tasse, ja, von mir selbst designt, ja, ich habe davon auch noch ein paar mehr und da bin ich am Überlegen, vielleicht haue ich die mal zum Gewinnspiel raus oder sowas, oder man kann die als Dankeschön sich so erwerben oder so. Und wer so noch Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Kosten tut die echt nicht viel. Wie gesagt, einfach unten in die Kommentare sich melden oder per Nachricht. Ist alles kein Problem. So, jetzt zu unserem Fall hier zurück. Also, unser erster Mordfall, wie schon vorhin gesagt. Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Okay. Also, dann würde ich sagen, wir gucken uns direkt ein bisschen um. Und zwar hier, das liegt direkt auf dem Weg. Hinweis B. Ja, er latscht erstmal voll durch. What can you tell me about the shoe prints? Schuhgröße. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Okay, hier haben wir also Fußabdrücke. Der Schuhgröße 41. Kann ein sehr interessanter Hinweis werden. Wie man sehen kann, wurde auch schon ein Gipsabdruck genommen. Dann haben wir ja zudem, auch wenn es jetzt irgendwie nicht als Hinweis angezeigt wird, das haben wir auch in dem Filmchen vorher gesehen, das Auto. Sieht genau, das Auto stand hier, Fahrer ausgestiegen, einmal rumgelaufen, denke ich mal zum Kofferraum oder sowas, die dahin geschliffen, ja? Und dann schön verprügelt. So. Haben wir hier. Hinweis A. Eine Bürste. Gut. Ist aber nichts. The victim's bag? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Das konnte ich nicht so schnell lesen, ne? Das ist schon wieder der Wahnsinn. Sieht brandneu aus, der wurde bestimmt nicht beim Opfer benutzt, alles klar. Gut. Also, hier haben wir schon mal einen Lippenstift. Aber der ist halt nicht benutzt. Und wie wir ja gerade sehen konnten, ist das Opfer ja, mit Lippenstift beschmiert. Aber das gucken wir uns direkt gleich nochmal näher an. Was haben wir hier? Looks like some kind of puzzle or parlor game. Ein kleiner Globus. Ah, jetzt müssen wir hier noch drehen. Nur gut, dass ich mich auskenne, ne? So. Hätte ich doch vielleicht auch in eine andere Richtung drehen sollen. Was ist das denn da? Ach so. Ja, kann ich unten auch drehen? Nee. Ach, oben kann ich drehen. Ja. Na guck.
Ein Feuerzeug. The Bomba Club. Why steal a table lighter? Okay. Also ein Feuerzeug aus dem Bamba Club. Auch interessant. Dann haben wir schon mal die erste Adresse, wo wir hinfahren können. Weil was sucht das hier, ne, an einem Tatort? Aber gucken wir uns doch mal Cause of death? die Leiche an. Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Ist schon eklig, ne? Finde ich so. Okay, hier haben wir nichts. What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Okay. Also die hat auf jeden Fall einen Ring getragen. Also sprich... Wohl. Nee, das ist der Mittelfinger. Sonst hätte ich jetzt gesagt, sie sei verheiratet. Gewesen. Aber auf jeden Fall wurde dieser Ring gewaltsam, brutal abgezogen. Wenn man sich so den Finger anschaut. So. Dich. Interesting. Bitch. Hier. BD. BD-Text. BD-Text. Okay. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia? Tex? Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the Bomba? Man could die of thirst on a case like Okay. this. Das ist schon echt übel, ey. Echt übel. So, wir fahren jetzt einfach mal in den Bamba Club. Wo das Feuerzeug auch her ist. Und schauen wir mal, wen wir da antreffen, wen wir da fragen können. Und ob uns jemand erklären kann, wie das Feuerzeug hierher gekommen ist. So. Warte. Ich hab keinen Bock zu fahren. You know the way. You can drive. Gucken, ob er besser fahren kann als unser vorheriger Partner. The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence from BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, oddshot. What's more likely? Werewolf comes back around, leaving us a note on the corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Okay. Also die Vermutungen sind halt wirklich, dass das nicht mehr der Werwolf-Killer ist, sondern irgendein Trittbrettfahrer, der
ja, ich jetzt mal das Muster, das Mordmuster halt irgendwie herausgefunden hat und das jetzt halt nachmacht. Weil es so viel Spaß macht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was der Fall noch so bringt. Oh mein Gott, Entschuldigung. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. Okay. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Wahrscheinlich heißt das Opfer Celine Henry, glaube ich, war das jetzt, ne? Und er hier scheint was über die zu wissen. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Verdächtiger, der mit Opfer gesehen wurde. So, fragen wir ihn mal, ob er jemanden gesehen hat, der mit der Celine irgendwie das Lokal verlassen hat. Fragen wir einfach mal. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. And she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Klar. Warum sollte das gelogen sein, ne? Also, einer besonders, den sollten wir auf jeden Fall nachgehen. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Ja klar. Gib her. I think this could be a great help, sir. Thank you. Das ist gut. Weil dann rufen wir gleich erstmal in der Zentrale an und schauen mal, wer das ist. Ring, der dem Opfer gestohlen wurde. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. So, und jetzt sieht man halt auf jeden Fall. Er guckt nicht so neutral wie gerade eben. Sprich, der hat noch irgendwas auszupacken. Darum geben wir ihm einen kleinen Tritt in den, ne? Und sagen, anzweifeln und erheben unsere Stimmung. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. Her old man never knew about it. Okay. Wissen über Ehemann. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No.
No, not in my opinion. Okay. Dieser Geste hat er sich gerade verraten. Weil, achtet mal auf seinen Hals. Ja, jetzt. Der schluckt ganz schön. Also, irgendwas passt da nicht. Der hat da auf jeden Fall noch was zu sagen. Auch wenn er so jetzt vom Augen her neutral schaut. Er schluckt ganz schön. Und darum sage ich, er hat noch irgendwas zu sagen. Oder vielleicht sagt er, okay. So? Der Ehemann nicht, aber jemand anderes. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. And she picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Okay. Thanks, Mr. McCole. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Okay. Also, wenn er, was war das jetzt, 11:30, glaube ich, nochmal versucht hat, den Ehemann anzurufen, er aber nicht abgenommen hat. Dann sollten wir auf jeden Fall, so wie es auch gerade da stand, den Hinweis nachgehen, wo er denn war. Also sprich sein Alibi überprüfen. Und das werden wir dann auf jeden Fall tun. Aber erstmal suchen wir ein Telefon. Let's get out of here. Und fragen nach den Kennzeichen von der unbekannten Person, die gestern doch sehr aufmerksam dem Opfer zugehört hat oder beziehungsweise begeistert war. Achso, da ist das Telefon. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks. Okay. Hier noch Zigaretten kaufen oder was? Gib mir Zigaretten. Gib mir Zigaretten. 20 Cent. Wahnsinn. So, wo ist er denn jetzt hin? Ist er schon rausgegangen? Oh, das sitzt er schon bequem im Auto. Das ist ja nett. Wo fahren wir jetzt hin? Zu der Wohnung, würde ich sagen, ne? You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed?